Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ingas Color Art. Ich habe mich richtig gefreut, wieder ein Bild für euch zu malen und damit auch ein Video erstellen zu können, war aber dann doch sehr überrascht über meine Farbwahl. Ihr seht, ich habe bereits Silber aufgetragen, das ist eine Metallic-Farbe und dazu habe ich Schwarz kombiniert. Der Spachtel, mit dem ich heute arbeiten werde, den habe ich mir aus der Küchenabteilung zweckentfremdet. Es ist eigentlich ein Werkzeug, was zum Barbecue gehört. Aber ich fand das so toll, als ich es einmal in einem Dekoladen entdeckt hatte, dass ich es schon mit dem Hintergrund, das kann ich fürs Malen verwenden, gekauft habe. Meine Leinwand ist quadratisch, 60 x 60 cm groß. Und ich greife jetzt für die Hintergrundgestaltung zu einem Flachpinsel, damit in jedem Fall der Bereich zu den Rändern hin ebenfalls Farbe bekommt. Farblich ist das natürlich erstmal ein sehr großer Kontrast zu dem leichten, luftigen Sommerbild, was ich beim letzten Mal gezeigt habe. Und nachdem ich die Idee zu diesem Bild gehabt habe, kann ich euch schon einmal verraten, dass wir heute mit einer reduzierten Farbpalette arbeiten werden. Im Grunde genommen nur mit 3 Farben und lasst euch einfach mal überraschen, welche die dritte Farbe sein wird. Na gut, das mit der dritten Farbe hat sich jetzt schneller aufgeklärt, als es mal gedacht war. Nachdem ich das Atelier betreten hatte, fiel mein Blick auf die Granulate Sand- und Glitterecke und da sah ich eben einen roten Glittersand, ein silbriges und ein schwarzes Granulat und die standen auch heute im Grunde genommen Pate für das Bild und haben die Farben vorgegeben. Deswegen male ich gefühlt ein Winterbild im Sommer. Wichtig war es, die Granulate in die noch nasse Hintergrundfarbe einzustreuen und dann können die ganz leicht mit einem Föhn fixiert werden. Dann kommt jetzt das Rot tatsächlich auch als Acrylfarbe ins Spiel und ich werde heute ausschließlich mit diesem Rot, der Metallic-Farbe Silber und dem Schwarz arbeiten. Und dann dachte ich mir, ich lasse euch mal die Audiospur eingeschaltet und finde es wunderbar, wenn mein zweckentfremdeter Spachtel über das Granulat kratzt, dabei die Farbe mitgenommen wird, sie teilweise hängen bleibt und sich dadurch schon die ersten Durchblicke ergeben. Dadurch, dass ich nass in nass arbeite, ist es hier ähnlich wie auch bei der Rakeltechnik. Es werden sich Farbmischungen ergeben, es werden ein paar kleine Inseln entstehen und trotzdem wird dieses Bild eine ganz andere Sprache sprechen als mein letztes Rakelbild. Das Arbeiten mit diesem Werkzeug unterscheidet sich natürlich dadurch, dass ich nicht so viel Auflagefläche habe und deshalb habe ich mich auch entschieden, die Farbe immer auf die Leinwand zu geben und nicht unterhalb meines Spachtels.
und ich schaue mir auch das Bild zwischendurch an. Wo brauche ich jetzt zum Beispiel schwarze Farbe? Wo fehlen Übergänge? Wo muss ich die Farbigkeit reduzieren? Behalte aber hoffentlich im Hintergrund, dass dieses Rot von Amsterdam Acrylics wirklich dunkel auftrocknet. Und vor allen Dingen, wenn es ein bisschen mit Schwarz gemischt wird, entsteht ein wirklich rostiges, dunkles Rot. Spannend finde ich bei diesem Bild auch die Frage, wie viel von dem Granulat, dem Glitter und dem Sand hinterher noch wahrzunehmen sein wird. Es ist natürlich klar, dass ich die Erhebungen auf dem Bild sehen kann. Die Frage ist nur, wird alles von Farbe überdeckt sein oder hat zum Beispiel der rote Glitter die Chance, hinterher gesehen zu werden? Das hält mich aber nicht davon ab, scheinbar ein Bild zu gestalten, was zwischendurch durchaus chaotisch aussieht. Es ist tatsächlich auch nicht einfach, mit einer reduzierten Farbpalette zu arbeiten. Von diesem Konzept bin ich tatsächlich nicht abgewichen. Ich hatte ganz kurzfristig überlegt, ein helleres Rot in das Bild einzubinden, habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich finde, dass die Mischung, die das Silber mit dem Rot entstehen lässt, sich hervorragend auf diesem Bild macht. Und ich hoffe auch, dass hinterher von dem Silber noch genügend durchschimmern wird. Bei diesem Stadium des Bildes ist es jetzt immer wichtig, einen Schritt zurückzutreten, Farben auszuwählen, Verbindungen zu schaffen, zu gucken, wo noch etwas fehlt, sich darauf einlassen, dass das Bild in dem Augenblick, wo ich den Spachtel aufsetze, sich verändern wird und das Bild auch kurz auf sich wirken zu lassen. Ich versuche, die Balance zu finden zwischen dem hellen, silbrigen Teil und dem dunklen Schwarzen und deshalb drehe ich so oft das Bild und arbeite im Grunde genommen recht kleinteilig. In einem meiner letzten Videos hatte ich euch ja erzählt, dass ich gerade vor einer Entscheidung stehe, weil zwei Online-Galerien miteinander fusionieren und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, auf Singulat präsent zu sein. Ich habe einige Zeit damit zugebracht, mein Profil im Hintergrund neu aufzusetzen, weil man nichts mitnehmen konnte. Und danach hat es noch etwas gedauert, bis das Profil geprüft und freigeschaltet worden ist. Und jetzt sind ungefähr 2-3 Bilder enthalten. Und ich bin froh, dass ich das erstmal soweit geschafft habe. Die Ausstellung, die ich im Frühjahr in Frankfurt hatte, ist verlängert worden. Und zwar werden die Bilder noch bis Ende August im Ökohaus in Frankfurt-Bockenheim zu sehen sein. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass mir wichtige Bilder für meinen Auftritt auf Singulat fehlen.
Ich hatte mich dann dafür entschieden, 2 Bilder pro forma dort einzustellen, die derzeit in der Ausstellung sind. Und sobald ich diese Bilder im September zurückhaben werde, werde ich dann neue Fotos machen und sie dann auch auf Singulat einstellen. Während ich euch das einmal erzählt habe, habe ich natürlich weiter auf meinem Bild mit dem Spachtel gearbeitet und den Eindruck gewonnen, dass es zu rot ist. Und jetzt fange ich dann an mit der Detailarbeit. Ich setze zunächst schwarze Akzente, um diese Bereiche in den Hintergrund treten zu lassen und vor allen Dingen, um das doch sehr dunkle Rot trotzdem zum Leuchten zu bringen. An den Geräuschen hört ihr, dass ich den Spachtel auch nicht mehr mit dem Druck vom Anfang aufsetze, da ich keine schwarzen großen Bereiche haben möchte, sondern wirklich leichtes Berühren auf der Leinwand, ein bisschen Übertragen der Farbe und ab und an ein bisschen ziehen. Damit es nicht allzu dunkel in der Mitte wird, setze ich dann anschließend nochmal ein paar Akzente in der Farbe Silber. Dann gehen wir jetzt einmal mit der Kamera näher über das von mir gespachtelte Bild und schauen es uns einmal detaillierter an. Leider spiegelt die obere Leuchte etwas, aber ich denke, grundsätzlich kann man erkennen, dass die Leinwand aus ganz vielen Facetten und Bereichen besteht und dass es auch damit geklappt hat, in der Mitte etwas heller zu sein und zum Rand hin dunkler zu werden. Wie gesagt, im getrockneten Zustand wirken die Farben noch einmal eine Spur dunkler, als sie im nassen Zustand aufgetragen werden, und es hat sich auch zum Glück dieser seidenmatte Glanz eingestellt. Ein bisschen glitzert es aus dem Hintergrund. Es ist nicht so leicht, das mit der Kamera darzustellen. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber es gibt beim Vorbeigehen ein leichtes dunkelrotes Funkeln von sich, unauffällig und unaufdringlich. Und das ist genau der Effekt, den ich mir vorgestellt habe. Dann zeige ich euch einmal das Bild aufgehängt an der Wand mit einer anderen Beleuchtung und freue mich, dass das Rot stellenweise so hell hervorleuchtet, mit dem Silber eine wunderbare Verbindung eingegangen ist, dass das Schwarz oben aufliegt und dadurch das Rot auch wiederum leuchten lässt und dass es hier und da tatsächlich etwas glitzert. Dann würde ich mich sehr über Kommentare zu diesem Video und dem Malstil freuen. Und ich hoffe auch, dass du selbst kreativ sein kannst, denn wir werden uns in 2 Wochen wieder hören. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über ein Like von dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, nutze sie zum Kreativsein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.